Jeder weiß, Lego kann teuer sein. Bist du auch manchmal überrascht von den Summen deiner Bricklink-Bestellungen? Dann sollst du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende ansehen, denn ich habe hier 10 Tipps zum Geldsparen bei Lego-Einkäufen, wonach du sogar bis zu 20 € weniger ausgeben wirst. Damit würde ich sagen, legen wir direkt los. Zunächst einmal klären wir die Frage, wo man überhaupt Steinchen bestellen kann. Es gibt eigentlich 3 Plattformen: Bricklink, die Pickup-Brickwand und der offizielle Lego Online-Shop. Zusätzlich kann man natürlich auch von Einzelteilläden oder gar von Alternativherstellern wie zum Beispiel Bluebricks Klemmbausteine beschaffen. Wichtig dann allerdings Klemmbausteine, denn Alternativhersteller verkaufen ja kein Lego. Meine persönliche Empfehlung ist dennoch Bricklink, was auch gleich der erste Tipp ist. Bestelle auf Bricklink. Diese Plattform ist einfach günstiger als alles andere, wenn es um Lego-Teile geht. Ist halt einfach so. Verwende das Bricklink Auto Select. Diese sucht dir eine ziemlich optimale Möglichkeit, Steine zu kaufen aus. Bei Bestellungen von weniger als 1500 Teilen solltest du dennoch mit diesen Filtern hier versuchen, eine günstigere Möglichkeit zu finden. Es empfiehlt sich in jedem Fall in mehreren Tipps mehrere Auto-Selects durchzuführen. So, diese 2 Tipps waren jetzt relativ allgemein, doch ab jetzt wird es konkreter. Nachdem dir das Auto-Select eine Kombination ausgespuckt hat, bzw. du dir eine ausgewählt hast, beginnt die eigentliche Arbeit. Vergleichen. Du gehst auf den Händler und schaust, wie viel die Steine, die du bestellst, kosten. Diese vergleichst du dann mit dem Lego Online-Shop. Natürlich kaufst du das günstigste. Wenn sie bei Lego allerdings genauso viel kosten, nimmst du sie von dort, denn dann kriegst du 5% VIP-Punkte. Je gieriger du bist und je mehr Arbeit du da reinsteckst, desto mehr sparst du. Ist irgendwie logisch. Aus eigener Erfahrung kann ich dir jedoch nur raten, es ausschließlich bei den teuren bzw. den Steinen in großen Mengen, so ab 50, zu machen. Denn das Ersparnis, wenn du jedes Slot vergleichst, ist nicht sonderlich größer und somit wahrscheinlich deine Zeit nicht wert. Das entscheidest aber du. Pickup-Brickwände. Die kennt eigentlich jeder aus den Lego Stores. Hier gilt, so ziemlich alles von dort, was halbwegs brauchbar aussieht, ist günstiger als Bricklink und online. Alle Steine bis zur Größe von 3x3. Nimm aber immer die großen Becher, wenn du wirklich sparen willst. Nachdem du dir ein paar Becher befüllt hast, solltest du natürlich diese Steine von deiner Wanted List abziehen. Dieser Tipp gilt auch für deinen bereits vorhandenen Vorrat. Wenn du Steinchen hast, subtrahiere sie von der gewünschten Menge. Schließlich willst du nicht mehr kaufen, als du wirklich brauchst. Verbaue günstige Farben in deinen Mocks, vor allem beim Unterbau. Wenn du ganz gierig bist, kannst du Teile durch günstigere ersetzen. Nehmen wir als Beispiel eine weiße 1x12 Plate. Diese kostet 20 Cent. Eine weiße 1x4 Plate hingegen nur 4 Cent. Das heißt, 3 1x4er Plates kosten 12 Cent. Damit kommt man auch auf 12 Noppen und hat somit 8 Cent gespart. Ein bisschen Mathe sagt uns nun, dass wir die 1x12er löschen und durch die dreifache Anzahl an 1x4er ersetzen müssen. Wir haben wieder Geld gespart. Hier möchte ich wieder erwähnen, dass das sehr lange dauert und nur bei sehr speziellen bzw. sehr teuren Teilen lohnenswert ist. Hier musst du aber wieder für dich entscheiden, wie viel deine Zeit wert ist. Ein Teil zu setzen lohnt sich aber immer. In Wänden von Gebäuden sollst du nach Möglichkeit 1x4x3 Panels verbauen. Diese kosten nur 15 Cent und sind somit viel günstiger als 3 normale 1x4er Bricks. Achte aber darauf, dass du jene mit dieser Nummer hier nimmst. Wenn du nicht ausschließlich mit Lego baust, also nicht nur Lego einkaufst, kannst du manche Teile durch solche von Drittherstellern ersetzen. 16x16er Plates lohnen sich am meisten. Dies ist aber kein Tipp für Lego-Einkäufer. Verfolge Rabattaktionen. Schlachte Sets aus. Dabei nimmst du einem Set Einzelteile ohne bzw. nachdem du es aufgebaut hast. Wann sich das lohnt, ist aber ein extra Video wert. Abonniert also, um es nicht zu verpassen. Ganz kurz, wenn der Bricklink Part Value größer ist als der Preis, zu dem du das Set kaufst, dann lohnt es sich. So, das waren dann 10 Tipps, wie man bei Lego-Einkäufen Geld spart. Mit diesen habe ich bei Gebäuden schon bis zu 20 € gespart. Haben sie euch geholfen? Kommentiert gerne eure Meinung. Wenn ihr jetzt noch zusätzlich wissen wollt, ob Bricklink aufgrund von Preiserhöhungen, Inflation etc. teurer wird, dann klickt gerne auf dieses Video hier. Soll es aber doch lieber ein Chat-Update sein, dann empfehle ich euch dieses Video hier. Also ich würde sagen, wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Video. Tschüss.